Hallo zusammen, zurück auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder was wir schon länger nicht mehr gemacht haben, und zwar eine Haustour. Diesmal geht es um die thailändische Marke Voyager. Das ist eine Untermarke von Siam Parfüm. Über die habe ich schon mal eine Haustour gemacht. Da könnt ihr hier irgendwo gucken. Aber am besten guckt euch erst dieses Video an und danach das andere. Voyager ist quasi die günstige Marke von Siam. Die Düfte kosten alle 100 Euro, sind mittlerweile auch in Europa erhältlich. Deswegen habe ich vorher noch nicht über die Düfte gesprochen, weil ich mir dachte, ich mache euch jetzt nicht die Nase lang, dass es Düfte gibt, die richtig cool sind für 100 Euro, die es aber nur in Thailand gibt mit 50 Euro Versand. Das macht ja dann auch irgendwie nicht so richtig viel Sinn. Jetzt aber bei Perriard verfügbar. Das ist nicht gepartnert mit Perriard. Ich habe mir nämlich meine zwei Favoriten gekauft schon. Also gekauft. Man siehe hier, die Flakons sind wirklich süß. 30 Milliliter und so halb durchsichtig, halb dunkel. Ganz geil gemacht. Die sind inspiriert von thailändischen oder buddhistischen Glocken. Ja, deswegen sehen die so aus. Finde die sehr, sehr cool. Sinn und Zweck der Marke Voyagers, der Name sagt es schon, quasi Erlebnisse und Momente einzufangen. Das machen sie ganz toll. Und ja, 30 Milliliter, mal was anderes, außer diese typischen asiatischen Düfte, wie man sie sich auch vorstellt. Die sind nicht sonderlich leicht. Sie sind sehr unterschiedlich. Und deswegen dachte ich mir, ich mache in diesem Video mal ein quasi Buying Guide bzw. Sample Guide von Düften, die ihr unbedingt mal testen solltet. Ich habe in diesem Video jetzt 10 Düfte von der Marke. Mittlerweile sind, glaube ich, noch 3 neu rausgekommen. Die habe ich leider noch nicht getestet. Aber bei den 10, die rausgekommen sind, da gehen wir jetzt mal durch, was sich vielleicht lohnt oder was sich von diesen 10 Düften dann für dich interessant anhört. Das entscheidest du natürlich selber und ob du samplen möchtest oder nicht. Mittlerweile hast du auf jeden Fall die Möglichkeit dazu und ja, deswegen gehen wir einfach direkt rein. Ich bin übrigens der Richie, du bist hier bei Riot Scents gelandet. Hier geht es um außergewöhnliche Düfte, die nicht überall besprochen werden. Und wenn dir sowas gefällt, wird ein Abo vielleicht Sinn machen. Und ich würde mich auch im weiteren Verlauf über Fragen, Anregungen, ähnliches in den Kommentaren freuen. Und einen Daumen nach oben und bla bla bla. Ne? Ihr kennt das, was man halt so auf YouTube so macht fürs Engagement. Ja, das würde mich sehr freuen. Aber wir gehen direkt rein in die Düfte. Parfümeur von einem ist übrigens Nutvetischer. Nut ist auch der Parfümeur von Siam. Der hat auch für ein paar andere Brands schon Düfte gemacht, unter anderem dem I Am Darkness von Asman, den ich über alles liebe. Ein großartiger Duft. Aber verlieren wir uns jetzt nicht hier rein, gehen wir rein in die tollen Düfte von Voyager. Wenn ihr Voyager sucht, ist es übrigens gar nicht so einfach zu finden auf Parfumo, weil die unter Siam gelistet sind. Also da nicht abschrecken lassen oder abhalten lassen. Ich habe die jetzt hier alle in so kleinen Samplechen. Die habe ich letztes Jahr auf der Excense vom Markengründer einfach in die Hand gedrückt bekommen, ohne Verpflichtung, ohne irgendwas. Markiere das Ganze trotzdem als Werbung, weil ich halt für die Sample nichts bezahlt habe. Ja, wir gehen die jetzt einfach nach der Reihe nach durch und dann rede ich ein bisschen über meine Favoriten oder was ihr so von diesen Düften als solches erwarten könnt. Bouquet ist der erste Duft, über den wir jetzt sprechen werden. Bouquet ist ja eigentlich dieser weiche Hintergrund, also das da. Diese Lichtkugeln im Hintergrund quasi, wenn im Hintergrund was unscharf gemacht ist bei Fotografie. Das rattert jetzt die ganze Zeit, es tut mir leid, da müsst ihr jetzt durch. Bouquet ist ein super floraler, aber simpler Duft. Die Noten, die ich jetzt hier einblende, ja, aber sowas habe ich trotzdem vorher noch nicht gerochen. Also wirklich Löwenzahn und Alpenveilchen ist einfach eine sehr coole Kombination. Es ist ein bisschen erdig, es ist ein bisschen blumig, es ist so leicht. Muffig ist mal ein anderer floraler Duft. Also muffig jetzt nicht falsch verstehen, aber so durch dieses Erdige. Es hat so ein bisschen was Trockenes irgendwie. Sehr cool. Kann ich mir auch bei beiden Geschlechtern ziemlich gut vorstellen. Jetzt vielleicht auch im Frühling ganz cool. Aber ja, die Düfte allgemein sind meistens eher so ein bisschen simpler. Aber der hier ist schon enorm simpel, was die Duftpyramide angeht. Mit nur 3 Noten, schon crazy. Jetzt sprechen wir über Santhol. Und Santhol ist ganz schwierig in Worte zu fassen, weil der ist gleichzeitig süß und salzig. Santhol als solches kenne ich nicht. Das muss irgendwas Thailändisches sein. In den Noten steht thailändisches Santhol. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Vielleicht vorbereitet. Es ist eine Frucht. Hat so ein bisschen was von einer bittereren, wie riecht das? Hat sowas von einer fleischigen Zitrusfrucht. Ja, in den Noten ist aber auch Zucker und Salz gelistet. Und das macht diesen Duft hier ziemlich spannend. Du hast durch diese Zitrik aber noch so leicht florale Untertöne. Ist ein cooler Duft, ist aber wirklich nischig. Ich weiß nicht, ob der mir nicht nach einer Zeit zu viel werden würde, aber prinzipiell auf jeden Fall eine coole Sache. Wenn du mal wirklich einen anderen fruchtigen Duft haben möchtest, der aber nicht so überbordend fruchtig ist Santhol vielleicht genau das Richtige für dich.
Die letzten beiden hatte ich schon vorher aufgesprüht. Dann dachte ich mir, dann ist der Duft am Ende weg, wenn ich zu mich verlabere oder sowas. Und deswegen machen wir das jetzt so. Der nächste Duft ist Fluffy Cake. Der ist so in der Luft schon wirklich fluffy. Also du hast so ein bisschen was von Zuckerwatte, aber in luftig mit floralen Noten, fast ein bisschen was von Apfel oder anderen Früchten. Wir gucken mal rein, was in den Noten steht. Ich habe die alle schon getestet, aber das ist schon echt eine Weile her. Jasmin, etwas, was ich nicht kenne, Milch, Sandelholz, Vanille und Schraubenblattbaum. Ich finde, der hat irgendwas Fruchtiges mit dabei. Die Milch, finde ich, kommt zumindest auf dem Streifen jetzt nicht ganz so krass raus. Ich hasse Milch ja über alles. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, was ein Duft machen kann, als milchig riechen. Dementsprechend, aber so, er hat sowas leicht Gourmandiges, auch durch die Vanille, aber er ist nicht so hardcore erdrückend. Und er wirkt wirklich fluffig, wie der Name schon sagt. Für alle Gourmand-Freaks und Fans da draußen könnte das vielleicht ein Duft für dich sein. Capi Aura. Den habe ich schon getestet. Da weiß ich auch noch ganz genau, wie der riecht. Der riecht nämlich einfach wie ein Caipirinha. Wie ein Caipirinha am Strand von Rio de Janeiro. Und den fand ich auch richtig gut. So für so einen Caipirinha-Duft, wer darauf steht, ultra cool. Ich habe halt mittlerweile schon viele davon. Aber für 100 € kann man das durchaus eigentlich mal machen. Der hat aber auch wirklich krass dieses Bittere. Also super grüne Limettenschale mit ein bisschen Minze mit dabei. Sehr cooler Duft, sehr erfrischend für einen Hochsommer, kann ich mir den vorstellen. Der ist nämlich nicht so bappig. Den hatte ich letztes Jahr, wie gesagt, auch schon in eher meinen Favoriten einsortiert. Ja, okay, da ist Yuzu gelistet und genau, mineralische Noten. Ich finde, der hat was ein bisschen von so einer Seeluft. Also wirklich, es ist Nacht, du sitzt am Strand, hast einen Caipirinha in der Hand und diese kalte mineralische Luft schmeckst du auf den Lippen. So, ja, der macht das wirklich sehr, sehr schön. Einen Sommerduft mit dieser Caipirinha Limetten-minzigen Geschichte. Naja, guck mal, aber Minze ist gar nicht gelistet, sondern Gras. Also es ist halt grünlich, ne? Also, aber der ist auf jeden Fall sehr cool gemacht. Die ganzen Düfte haben sind nicht solche absoluten Beast-Mode-Brecher. Ist vielleicht einfach auch der Tatsache geschuldet, dass wir hier über ein thailändisches Parfümhaus reden und da Parfümerie vielleicht ein bisschen anders funktioniert als im Westen. Aber das macht es ja halt auch ebenso spannend. Der nächste Duft ist der Flashbulb, also der Kugelblitz, die Blitzkugel oder die Blitzbirne. Der ist schon geil. Der hat ein bisschen was Pudriges, am ehesten von der Iris. Was Blumiges, der ist sehr fuzzy. So, er hat ein bisschen was von so Fell, finde ich. Noten sind Iriswurzel, Rose, Papier, Veilchenblatt, Amber, Ambroxan, Zeder. Und ich stelle mir den gerade bei so, wenn du total auf so Le Papier und diese ganzen Skin Sense, bisschen pudrig, clean stehst, dann ist das hier einfach genau der Duft. Sehr, sehr schön. Eher in die feminine Richtung leaning, für mich zumindest. Wobei ich mir den auch super schön einfach vorstellen kann. Der geht auch im Büro, der geht das ganze Jahr, der geht permanent, weil der halt auch nicht, der ist nicht zu viel. Aber die Iriswurzel, die ist schon vorhanden. Ne? Also wenn du es nicht so pudrig magst, vielleicht nicht. Aber ansonsten ist schon ein sehr, sehr schöner Duft. Ich habe hier die ganze Zeit einen meiner Favoriten schon fast in der Hand, aber die sparen wir uns natürlich bis zum Schluss auf. Wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, würde mich total einen Like, einen Abo und einen Hype vielleicht sogar freuen. Auch wenn ich wirklich nicht weiß, inwiefern diese Hype-Punkte irgendwas weiterbringen. Aber ja, machen kann man es ja trotzdem. Ne? Ist ja für Umme. Der nächste Duft ist Luminique. Der ist süß. Der ist süß-floral. Der ist jetzt nicht so meins. Ja, okay. Litchi. Ich finde Litchi ein bisschen schwierig. Litchi, Soju, Melone und Magnolie mit einer Moschus-Ambroxan-Basis. Ich glaube, dass viele Leute diesen Duft schön finden. Ich mag halt Litchi nicht. Die Melone ist ganz nett, aber die Litchi stört mich. Die Litchi verschwindet, das weiß ich auch. Ich erinnere mich gerade langsam ein bisschen an den Duft. Ich weiß, dass die Litchi verschwindet. Dieses Soju gibt nochmal so einen alkoholischen Bite mit rein. Ist schon spannend. Ich sehe, dass Leute das mögen können. Für mich halt echt nick. Nee, Litchi, nee, danke. Dann ein Duft, den ich gar nicht in den Probensets habe, weil der bis vor kurzem noch Thai Exclusive war, ist der Golden Hour. Golden Hour ist ein Mango Sticky Rice Duft, aber wirklich absolut überrealistisch. Es wird aber im Opening noch ganz leicht mit Durian gearbeitet. Das heißt, die ersten 2 bis 5 Minuten sind so ein bisschen stinkig, aber
das braucht es gefühlt, damit der Duft danach noch viel süßer und cremiger und mehr nach Essen riechen kann. Sorgt auch dafür, dass er trotzdem durch diese Durian-Geschichte nicht ganz so widerlich bappig ist. Also, ne, ich habe ja meine Probleme mit zu gourmandigen Düften. Der war schon geil. Ich stehe jetzt nicht so auf Mango Sticky Rice, aber wenn das so dein Go-To ist und du dir denkst, ich brauche den perfekten Mango Sticky Rice Duft, unbedingt mal Golden Hour testen. Als nächstes haben wir hier den Criollo. Ja, mal aufsprühen. First Impression. Oh ja, Schokolade. Nee. Schokolade und Kaffee würde ich direkt erstmal sagen. Ja, nee, also meins ist es nicht. Ich glaube, das ist mein least favorite aus der kompletten Sammlung. Oh ja. Kaffee, Pflaume, dunkle Schokolade, Himbeer, Jasmin, Honig, Patchouli, Tonkabohne. Wer mich kennt, weiß, das ist mein Albtraum. Ja. Meins ist es nicht. Er riecht aber halt genau wie diese Noten. Und ich weiß, ganz viele Leute stehen auf diese Noten. Dementsprechend, wie immer, ne, mein Content hier dient nur zur Inspiration. Ihr müsst selber die Sachen tragen, die ihr mögt. Ne? Also das, ja, nee, viel zu schokoladig. Als ob ich es abgezählt hätte. Die Duftstreifen reichen genau aus. Der letzte Duft ist der Lens Flare. Ich glaube, den mochte ich auch. Ja, und der weckt eine weirde Erinnerung bei mir. Der riecht nämlich wie das Badezimmer bei meiner Oma. Kann jetzt gut oder schlecht sein. Es riecht nach so einer ganz speziellen Seife, finde ich. Nach so einer aromatischen Kräuterseife. Ja, jede Menge Lavendel. Aber du hast ja auch so eine leichte Fruchtigkeit mit drin. Hat fast ein bisschen was von Kölnisch Wasser, aber nur so eine Seitennotiz von Kölnisch Wasser. Ist auf jeden Fall schön erfrischend. Ist auch einer der bestbewertetsten Düfte auf Parfumo von der Kollektion. Ja, also schon ein guter Duft. Geht halt in so eine kolonige Richtung. Mandarine, Traube rieche ich jetzt nicht unbedingt raus. Aber Lavendel auf jeden Fall, Orangenblüte auf jeden Fall. Und man kann jetzt schon erkennen, dass er pudrig wird. Auf jeden Fall ein schöner Duft. Also bevor man sich vielleicht so einen Neroli Portofino von Tom Ford holt, ist das hier vielleicht die coolere Alternative. Von den anderen, von meinen Favoriten, habe ich zwar natürlich auch noch Proben, aber wir sprühen jetzt hier mal schön aus dem Flakon, damit ihr auch das seht, weil also es ist nicht so richtig handlich aus ihnen zu sprühen, aber es geht, man muss sich halt nur ein bisschen zu helfen wissen. Das ist der Dim Light, also Sprüher. Schon ganz gut. Ja, jetzt habe ich es voll im Gesicht. Super geil würziger Duft. Jede Menge Zimt. Oh, ich habe es voll in der Nase. Und jetzt auch noch eingeatmet. Oh, das war nix. Puh, du hast ganz viel Kardamom, du hast so eine Busigkeit mit dabei und noch so ein Tabak. Es ist schon eher ein gourmandiger Duft. Also gerade für meine Verhältnisse ist so ein Date-Duft, wenn man es mal so blöd in der YouTube-Kategorie verorten möchte. Ist so ein Date-Duft. So, nicht Date-Dupe. Sehr schön. Hast so einen ganz zarten Hauch von Mandel auch drin. Ja, doch. Und dann halt so eine Vanille-Sandelholz-Basis. Und das Sandelholz macht es aber direkt schon ein bisschen cremig. Einfach wirklich ein toller Duft, den man vor allen Dingen im Herbst, Winter rocken kann. Ich sehe den jetzt nicht so wirklich im Sommer. Vielleicht an einem kalten Sommerabend. Aber dafür ist er schon relativ süß und schwer. Das war mein zweiter Favorit. Mein absoluter Top-Duft von der Marke ist der Star Trails. Und der hat was in sich, was es wirklich gefühlt in allen Preiskategorien bei Nischenparfüm halt auch gibt. Und das ist eine Cola-Note. Aber hier ist die Cola einfach so geil gemacht. Die ist richtig spritzig. Du hast das Gefühl, dass die Kohlensäure in deiner Nase kitzelt. Das kommt natürlich auch durch Kardamom, Zimt, verschiedenste Gewürze. Oh, das ist so geil. Der riecht halt einfach wie so ein Rum-Cola. Leicht gourmandig, aber nicht zu dolle. Ich finde Cola ja allgemein wirklich geil in Düften. Ich mag das in verschiedenen Preisklassen. Wenn dich ein Cola-Düfte-Video mal interessiert, ja, schreib mir das auch einfach mal runter in die Kommentare. Das ließe sich bestimmt einrichten, weil ich habe mehrere Düfte, die so eine Cola-Assoziation zumindest haben. Ja, also der ist absolute Top-Notch für Leute, die Düfte mit Cola mögen. Guck, wenn du Düfte mit Cola liebst und magst und auf der Suche nach sowas bist, kannst du nicht an diesem Duft vorbei. Du musst den wirklich testen. Ganz toll. Zitrischer Start hat aber dennoch noch genug Körper hinten dran, dass du den auch gut tragen kannst. Durch diesen zitrischen Start ist der aber auch das ganze Jahr über möglich. Ist so vielleicht einen Ticken zu süß für richtig Hitze. Aber ja, ich finde einfach die Art, wie hier die Cola umgesetzt ist, richtig gut. Kanntest du Voyager schon oder ist es was komplett Neues für dich? Schreib mir das gerne runter in die Kommentare. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und ich konnte dich ein bisschen neugierig auf dieses tolle thailändische Parfümhaus machen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.